Hallo und recht herzlich willkommen bei Vancamper 65. Mein Name ist Richie und heute gibt es mal eine kleine Technikvorstellung. Vorab vielleicht noch was in eigener Sache. Es war ein bisschen ruhig in letzter Zeit. Wir waren Anfang Januar am Alpsee. Dann war die CMT, da habe ich ein Fahrzeug abgefilmt und der Rest war so erschlagen von Filmen im YouTube. Da habe ich gedacht, da muss ich nicht auch noch ein Filmchen mit dazu machen, weil es wurde quasi auf allen Kanälen alles gezeigt. Ja, und jetzt haben wir Anfang Februar und Ende Februar sind wir dann am Schliersee. Da gibt es dann auch neue Filmchen. Und in der Zwischenzeit mache ich halt, wie gesagt, jetzt eine kleine Technikvorstellung. Um was geht es heute in dem Video? Es geht um solche Aufsätze für die Heizungsausströmer von der Truma. Und die Geschichte dazu erzähle ich euch jetzt. Wie ihr ja wisst, fahren wir ein Megamobil und sind eigentlich top zufrieden, was die Isolierung vor allem an kalten Tagen angeht. Aber auch im Sommer ist das Fahrzeug wirklich top isoliert und äußerst angenehm dann im Inneren. Aber hinten der Wassertank, das ist ein bisschen unglücklich gelöst. Da geht zwar ein Heizungsschläuchle rein, aber das bringt nicht viel Luft. Und da ist, wenn wir dann draußen stehen, und das haben wir halt am Alpsee gemerkt, wo wir die 5 Tage da bei Minusgraden gestanden sind, da wird es da hinten schon ziemlich kühl, also nahe an die 0 Grad. Und deswegen haben wir so eine kleine Wartungsklappe, haben die aufgehabt, dass da ein bisschen die Luft zirkuliert. Der Martin hat in der Facebook-Gruppe Megamobil Kastenwagen dann mal darauf aufmerksam gemacht, dass er diese Dinge entwickelt und auch druckt. Und hat sich dann auch selbstständig gemacht bzw. Gewerbe angemeldet, wo er die Dinger quasi käuflich erwerben kann. Nein, er verkauft sie, ihr könnt sie käuflich erwerben. Ich verlinke euch nachher geschwind noch seinen Shop. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal geschwind an, was dieses Produkt von anderen unterscheidet. So sieht jetzt mal ein Produkt aus, was der Martin herstellt, und zwar aus dem 3D-Drucker. Ich kenne mich da null aus, was die Materialien angeht, aber das Material ist PA6CF, anscheinend ein robustes Material, das sehr hitzebeständig ist und auch UV-beständig. Und das Besondere daran ist, dass hier drin, ihr seht, ein kleiner Gummiring mit eingelassen ist, der einfach gewährleistet, wenn man das so bei der Truma, ich zeige es euch nachher noch geschwind, unten drauf stöpselt, dass das auch tatsächlich hängt und nicht Plastik auf Plastik ist, sondern der Gummi letztendlich gewährleistet, dass das Ganze auch relativ satt sitzt. Das hier macht er dann in verschiedenen Ausfertigungen, da müsst ihr einfach mal auf seinem Shop schauen. Und was ich halt cool finde, er liefert dann auch so Stöpsel mit drauf, dass man dann also hier letztendlich entweder so machen kann oder dann auch nochmal verjüngen kann. Also man hat da alle Möglichkeiten, und ihr habt sicherlich schon mal gesehen, es gibt dann auch einen, der schon mal die Idee hatte, wenn man das da drauf macht, letztendlich diesen Anschluss dann in Schuhe reinsteckt, dass man einen Schuhtrockner hat. Auch bietet er diese Klammern an, sodass man so einen Schlauch letztendlich schön hinkleben kann und dann verlegen, je nach Einsatzart. Und Thema Einsatzart, da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Aber jemand hat sich einen ganz langen Schlauch gemacht und unten von der Dinette letztendlich hier vorne am Cockpit rum noch so eine Scheibenheizung gebaut. Und ja, wir nutzen es, oder ich möchte es hauptsächlich nutzen an ganz kalten Tagen als Zuheizung hinten bei mir an der Wasserpumpe, und da verlege ich es einfach quer. Ich zeige es euch mal. Und zwar ist bei mir der Heizungsausströmer relativ hoch angebracht, hinten im Keller. Ihr seht ihn hier. Und letztendlich muss ich dann den Schlauch hier oben am Bett rumlegen, und ich filme mal rein. Da unten seht ihr das Türle, und da dahinter ist die Wasserpumpe, und da ist halt dann wirklich arschkalt, weil es halt wirklich direkt an der Außenwand ist, das Ganze. Ja, und wie man die Dinger installiert, eigentlich recht einfach. Das ist der Auslass, rein damit, und das Ding hebt sehr, sehr gut. Wie gesagt, durch den Ring hier, da sieht man es ein bisschen, mit einer Hand immer ein bisschen schwierig. Das ist so ein kleiner O-Ring, der da extra eingefräst worden ist, beziehungsweise reingesetzt wurde in die
eingefräste Nut und dementsprechend kann man das dann da drauf machen und dann halt mit entsprechenden Schläuchen dann so verlängern, wie man möchte und. Ja, das ist jetzt sicherlich keine neue Erfindung, aber es ist gut gemacht und gut durchdacht und immer wenn solche Produkte auf den Markt kommen und ich ein Fan davon bin, mache ich auch gerne ein Video, weil ja, die Community lebt da davon, durch Vorstellungen von solchen Produkten. Wenn es euch interessiert, wie gesagt, der Link vom Martins Shop habe ich unten drin. Guckt da mal rein, da findet ihr sicherlich was. Gute Idee, solide gemacht. Also, ups, jetzt wackelt's. Also das ist auch richtig fest, das Ganze. Von daher lohnt sich auf jeden Fall. Preise und was es alles gibt im Shop. Okay? So, das war's dann auch schon wieder. Ich wollte da jetzt nicht ewig einen Film drüber machen, weil, wie gesagt, ist ja übersichtlich das Produkt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen. Das hilft dem Algorithmus, dass ich ein bisschen nach vorne komme, weil wir haben nicht mehr viel und dann haben wir 2000 Abonnenten. Und es würde uns freuen, wenn wir das demnächst schaffen. Also, Abo dalassen, Daumen nach oben, wie auch immer, Glocke drücken, ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns dann spätestens Ende Februar. Bis dann, tschüss, euer Ritchie.